laboratory. Und alles, was du getan hast, du hast sie in deinem Labor verletzt. Jump, frog, jump. Hier, spring, Frosch, spring. Then they tell the students to think critically. Dann hat man den Schülern beigebracht, ihr müsst kritisch denken. They say, do you think humans are still evolving? Und die Frage lautete, denken Sie, dass sich Menschen immer noch entwickeln? What kind of question is this? Was ist das für eine Frage? That's a question like, have you stopped beating your wife yet? Das ist eine Frage wie, haben Sie schon aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? If I say yes, I'm admitting I did. Und wenn ich Ja sage, gebe ich zu, dass ich das getan habe. If I say no, I'm still doing it. Und wenn ich Nein sage, schlage ich sie immer noch. Did you know it is possible for the question to already have a built-in assumption? Weißt du, dass es möglich ist, eine Annahme in eine Frage zu tun, zu verstecken? The question that they asked is not a good question. Die Frage, die man hier stellt, ist keine gute Frage. How is a Christian kid supposed to answer this question? Wie sollen christliche Kinder diese Frage beantworten? Do you think humans are still evolving? Doesn't that assume evolution has happened? Bedeutet das nicht, dass Evolution passiert ist? This is not a question to learn to think critically. Das ist keine Frage, um kritisch denken zu lernen. This is a Soviet-style indoctrination type question. So, das ist die Sowjet-Indoktrinierungsfrage. And when the kid is done taking this class, he will think he knows how to think. Und wenn das Kind dann diese Klasse durchgemacht hat, wird es denken, dass es denkt. He does not know how to think. Aber es weiß nicht, wie es denken soll. He knows how to believe what he's been told. So, es weiß, wie es glauben soll, und zwar das, was gelehrt wurde. I would say, this question is poorly written. It assumes evolution has happened when it has not. Ja, diese Frage ist schlecht gestellt, weil angenommen wird, dass Evolution stattgefunden hat, auch wenn es nicht so ist. It's like asking the question, why are elephants orange? Das ist wie die Frage, warum sind Elefanten orange? That's a hard question. Das ist echt eine harte Frage. They're not orange. Aber sie sind nicht orange. Yeah. They say we have evidence from structure. Wir haben Beweise aus Strukturen für die Evolution. This is called the homology argument. Okay, das ist das homologische Argument. They say the human has 2 bones in his wrist, Sie sagen, der Mensch hat in seinem Unterarm 2 Knochen and the whale has 2 bones in his flipper. und der Wal hat 2 Knochen in seiner Flosse. That proves we're related. So, das bedeutet, wir sind miteinander verwandt. That's what they teach the kids. Das ist, was man den Kindern beibringt. They say these homologous structures provide evidence that these animals evolved from a common ancestor. Und hier wird gesagt, dass diese Strukturen, diese homologen Strukturen oder gleichartigen Strukturen beweisen, dass es sich hier um einen gemeinsamen Vorfahren handeln muss. Let's see. This is found in just about every textbook. Und das findet man fast in jedem Schulbuch. They say comparative anatomy proves evolution. Und man sagt hier, vergleichende Anatomie beweist die Evolution. This is in a textbook used here in Germany. Hier, das ist ein Schulbuch aus Deutschland. They say comparative anatomy provides further evidence of evolution. The commonalities suggest these and other vertebrate animals are all related. They probably had evolved from a common ancestor. Okay, die vergleichende Anatomie. Where is it in German? Oh, okay. Yeah, it's just Ja, translated. okay. Die vergleichende Anatomie liefert weitere Beweise für die Evolution. Und unten, dass diese Gleichartigkeit oder Homologie sagt, dass diese und andere Wirbeltiere miteinander verwandt sind. Sie entwickelten sich wahrscheinlich von einem gemeinsamen Vorfahren. This is a lie. Das ist eine Lüge. They probably have a common designer. Sie haben sehr wahrscheinlich einen gemeinsamen Designer. The same person designed all these animals. Dieselbe Person hat alle diese Tiere geschaffen, geplant. But this lie is used in textbooks all over the world. Aber diese Lüge wird in den Schulbüchern über die ganze Welt gebraucht. Let's see. Similar design might prove the same designer made them. Ähnlicher Entwurf ist ein Beweis dafür, oder kann ein Beweis dafür sein, dass es sich hier um denselben Designer handelt. The lug nuts from a Pontiac will fit on a Chevy. Okay, die Radmuttern von einem Pontiac passen auch bei einem Chevy. They will. Ja? That proves they both evolved from a Honda.
So, das beweist, dass die beiden sich aus einem Honda entwickelt haben. No, Pontiac and Chevy have the same manufacturer. Nein, Pontiac und Chevy werden in derselben Fabrik hergestellt. So the similarity does not prove common ancestor. So, und diese Gleichartigkeit beweist keinen Vorfahren. Many animals have a similar forelimb structure. Viele Tiere haben eine ähnliche Unterarmschenkelstruktur. That's a good observation. Das ist eine sehr gute Beobachtung. They must have had a common ancestor. Sie müssen einen gemeinsamen Vorfahren haben. That's a bad conclusion. Das ist eine schlechte Schlussfolgerung. This helps prove we came from a rock. Das beweist, dass wir alle von einem Felsen abstammen. Now you really have a bad conclusion. So, das ist jetzt eine wirklich schlechte Schlussfolgerung. Jump, frog, jump. Spring, Frosch, spring! They say we have evidence from development. Wir haben hier Beweis durch die Entwicklung. This one makes me angry. Und das ärgert mich wirklich. I will try to stay calm while we talk about it. What? I'll try to stay calm while we talk about it. Okay. Und ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, während wir darüber reden. The similarity between early stages in development helped convince Darwin that all forms of life shared common ancestors. Die Ähnlichkeit zwischen früheren Stufen in der Entwicklung vieler verschiedener Tiere half Darwin zu überzeugen, dass alle Lebensformen gemeinsame Vorfahren teilten. Darwin considered this the strongest class of facts in favor of his theory. Haeckel called it the biogenetic law. Darwin betrachtete dies bei weitem als die stärkste einzelne Klasse von Fakten, die für seine Theorie sprachen. Haeckel nannte das biogenetische Gesetz. Haeckel is the man who made up this idea. Und Haeckel ist derjenige, der diese Idee erfunden hat. He was a professor at the University of Jena. Und er war ein Professor von der Universität Jena. Yeah. This textbook says the presence of fish-like structures in embryos of different species shows these animals have evolved from fish and share the basic pattern of fish development. Okay, das Vorhandensein dieser fischartigen Strukturen in Embryos verschiedener Arten zeigt, dass sich diese Tiere aus Fischen entwickelten und das grundlegende Muster der Fischentwicklung teilen. What are they talking about? Über was reden die hier eigentlich? Let's see. Well, they say the embryo has gills like a fish. Und sie sagen hier what's a human embryo? Yeah. Okay, dieser menschliche Embryo hat Kiemen wie ein Fisch. That is a lie. Those are not gill slits. Aber das ist eine Lüge, das sind keine Kiemen. The little folds of skin Diese kleinen Hautfalten do not develop into gills. entwickeln sich nicht in Kiemen. They become bones in the ear and glands in the throat. Sie werden zu Knochen in den Ohren und was sind Glands? Und Drüsen im Hals. They never have anything to do with breathing. Sie haben überhaupt nichts mit Atmen zu tun. I've seen people with 5 or 6 chins. They cannot breathe through any of them but the top one. Oder? Ich habe Leute mit 5 oder mehr Kins gesehen, Kinnfalten, und die können nicht besser atmen. Ernst Haeckel read Darwin's book in 1860 when it was translated to German. Ernst Haeckel las das Buch von Darwin, als es 1860 übersetzt wurde. This book changed his life. Und er sagte, es sei der Wendepunkt in seinem Denken. Darwin said, we should find evidence for my theory. Und Darwin sagte, wir sollten Beweise finden für meine Theorie. 10 years later, they still had no evidence. Und 10 Jahre später hatten sie immer noch keine Beweise. So Haeckel decided to help out. Und Haeckel entschied sich, ihm zu helfen. He was a professor of embryology. Er war ein Professor der Embryologie. So he took he made drawings of embryos of different animals. So, er machte Zeichnungen von Embryos in verschiedenen Wachstumsstadien. He changed them to make them look exactly alike. Und er änderte diese Zeichnungen, damit sie ähnlich aussehen. He lied. Er log. He made giant pictures of his fake drawings. Er machte sehr große Zeichnungen seiner Fälschungen. And Haeckel traveled all over Germany, converting the Germans to believing in evolution. Und Haeckel reiste durch ganz Deutschland und versuchte, die Leute von Evolution zu überzeugen. He said, you can see these animals go through the stage of fish and then amphibian and then reptile. Und du kannst sehen, wie diese Embryos hier durch die verschiedenen Stadien gehen. Erst ein Fisch, dann ein Amphibium und dann ein Reptil. He said they all have gill slits. Sie haben alle Kiemenschlitze. And he would point to the folds of skin on each one. Und er hat immer hier auf die Kiemenfalten gezeigt. That was his evidence. Das war sein Beweis. Actually, he lied. Aber er hat in Wirklichkeit gelogen. These are the drawings he made. Underneath are actual photographs. Okay, oben sind die Zeichnungen von Haeckel und unten sind wirkliche, echte Fotos. Either he's a very bad artist or he's a liar.
Entweder ist er ein sehr schlechter Künstler oder er ist ein Lügner. His own university held a trial. Und seine eigene Universität hielt einen Prozess. 6 other professors found him guilty of fraud. 6 andere Professoren fanden ihn schuldig des Betruges. At the trial, he said, I should feel condemned, except hundreds of the best observers lie under the same charge. Und er sagte, ich müsste mich äußerst verdammt fühlen, wenn nicht Hunderte der besten Beobachter und Biologen desselben Vergehens schuldig wären. He said, everybody else lies, so it's okay if I lie. Jeder andere lügt, deswegen ist es okay, wenn ich lüge. That's his evidence. Das sind seine Beweise. He called it the biogenetic law. Er nannte es das biogenetische Gesetz. Every professor today knows this biogenetic law has been proven wrong. Und jeder Professor heute weiß, dass dieses Gesetz als falsch bewiesen wurde. But they are still teaching it in the textbooks. Aber dieses Gesetz ist immer noch in den Schulbüchern. It's been proven wrong since 1875. 1874 wurde diese Sache als Fälschung entlarvt. They are still using Haeckel's exact drawings in my town, in Pensacola. Sogar in meiner Stadt in Pensacola werden noch die Originalzeichnungen von Haeckel benutzt. I know it takes a while for textbooks to get up to date. Ich weiß, es dauert eine Weile, bis so ein Schulbuch up to date ist, neuesten Stand. 128 years is long enough. So, aber 120 Jahre ist lang genug. Tear that page out of the book. So, reiß diese Seite raus. I mentioned in a debate one time we should take these pages out of the book. Ich habe einmal in einer Debatte erwähnt, dass man diese Seiten rausreißen sollte. And the professor said, what are you going to replace this with? Und der Professor fragte mich, ja, mit was wollen Sie das dann ersetzen? I said, what do you mean? Ja, was meinen Sie? He said, you want to take out 20 pages out of our book. What are you going to replace it with? Ja, Sie wollen da 20 Seiten aus meinem Buch rausreißen. Mit was wollen Sie diese Seiten ersetzen? I said, I only want to take lies out of the book. Ja, ich möchte nur die Lügen aus dem Buch rausnehmen. We can shorten the book by 20 pages. Aber wir könnten das Buch dann kürzer machen oder dünner. What you're trying to say is, I'm removing all the evidence for your theory. Was Sie eigentlich sagen ist, ich entferne alle Beweise für Ihre Theorie. And you want me to find more evidence for your theory. Und Sie möchten, dass ich mehr Beweise für Ihre Theorie finde. If you don't have any evidence for your theory, I'm sorry. So, wenn Sie keine Beweise für Ihre Theorie haben, dann tut mir das leid. Get a new theory. So, entwickle eine neue Theorie. That's the way science works. So arbeitet Wissenschaft. There is no evidence for evolution except lies like this. Es gibt keine Beweise für Evolution, außer diese Lügen. They are still teaching this lie in textbooks all over the world. Und diese Lüge wird überall in der ganzen Welt immer noch in Schulbüchern verbreitet. Darwin predicted they would find evidence for his theory. Darwin sagte voraus, dass man Beweise für seine Theorie finden würde. Haeckel faked the drawings in 1869. Und Haeckel fälschte seine Zeichnungen 1870. It was proven wrong in 1875, Er wurde 1857 des Betruges überführt. but it's still in textbooks. Aber diese Lüge ist immer noch in den Schulbüchern. All over the world, it is still in textbooks. Immer noch, überall in der ganzen Welt. Why are they teaching this more than 100 years after it was proven wrong? Warum wird das gelehrt immer noch, mehr als 100 Jahre nachdem es als falsch entlarvt wurde? I have never seen a country that does not teach this. Ich habe noch kein Land gesehen, wo das nicht gelehrt wird. This is a textbook for junior high, 7th, 8th grade. Okay, das ist ein Schulbuch für Siebtklässler. It says the similarities provide evidence that these 3 animals evolved from a common ancestor. Diese Ähnlichkeiten liefern den Beweis, dass diese 3 Tiere sich aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelten. This is a lie. Das ist eine Lüge. Here's a book used here in Germany, Hier, ein Lehrbuch aus Oldenburg. using Haeckel's fake drawings. Und hier sind Haeckels gefälschte Zeichnungen. Proven wrong 128 years ago. Als falsch entlarvt vor 120 Jahren. I think German textbooks should be accurate. Ich habe gedacht, die deutschen Schulbücher sind korrekt. You can build some very amazing cars. Also ihr könnt wirklich tolle Autos bauen. Why don't you get some good textbooks? Warum habt ihr nicht gute Schulbücher? Amen. It's in textbooks everywhere. Überall ist es in den Schulbüchern. They still teach this lie. Immer noch wird diese Lüge verbreitet. I think I know why. Und ich weiß auch warum. This one says humans and fish embryos resemble each other because humans and fish share a common ancestor. Ebenso ähneln sich menschliche und Fischembryos, weil Menschen und Fische einen gemeinsamen Vorfahren miteinander teilen. There's a college textbook still teaching the students the embryo has gills. Hier ein Schulbuch aus dem Gymnasium, wo das immer noch gelehrt wird mit den Kiemen. This one shows a picture of a 5 to 6 week embryo.
Dieses Bild zeigt einen 5 bis 6 Wochen alten Embryo. But then it says, by 7 months, the fetus looks from the outside like a tiny normal baby, but it's not. Nach 7 Monaten sieht dieser Fötus von außen aus wie ein ganz normales kleines Baby, aber das ist es nicht. It's not a baby at 7 months. Es ist mit 7 Monaten kein Baby, This is a lie. das ist eine Lüge. It's a human at conception. Es ist seit der Empfängnis ein Mensch. Amen. 34% of babies born at 5.5 months survive. 34% der Säuglinge, die mit 5,5 Monaten geboren werden, überleben. One lady had surgery on her baby before it was born. Und eine Frau hatte eine Operation an ihrem Baby, bevor es geboren war. They cut the mother open Sie schnitten die Mutter auf, and cut open the uterus. sie haben die Gebärmutter geöffnet And there's the baby holding the doctor's finger. und hier sieht man das Baby, wie es den Finger des Arztes hält, während der OP. 21 weeks along. Hier, 21 Wochen alt, 5 Monate, weniger als 5 Monate. Sweet. The angel of the Lord said, Thou art with fetus. Und der Engel des Herrn sagte, siehe, du hast einen Fötus. No, I think he said you're with child. Nein, du bekommst ein Kind. Du bist schwanger. It's a child before it is born. Es ist ein Kind, bevor es geboren ist. There's much more in this book about this topic. In diesem Buch wird mehr über dieses Thema berichtet. Why do they keep this lie in the textbooks? Warum wird diese Lüge in den Schulbüchern bewahrt? That's the only way to justify abortion. Es ist der einzige wissenschaftliche Grund, die Abtreibung zu rechtfertigen. They don't want you to think it's a human yet. It's just a fish. Sie möchten nicht, dass du denkst, es ist ein Mensch, es ist nur ein Fisch. I live in Pensacola, Florida. Ich lebe in Pensacola, Florida. We have had 2 doctors doing abortions that were killed by other people. Wir haben bei uns im Ort 2 Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben und diese Ärzte wurden getötet. I did not kill any doctors. Ich bringe keine Ärzte um. I did not blow up any clinics, the abortion clinics. Und ich sprenge auch keine Krankenhäuser, wo Abtreibungen gemacht werden, in die Luft. But the doctors were murderers. Aber diese Ärzte waren Mörder. When the first doctor got shot, I was preaching in Fort Lauderdale, Florida. Als der erste Arzt erschossen wurde, predigte ich in Fort Lauderdale in Florida. The next day, I was going to fly home to Pensacola. Und am nächsten Tag wollte ich nach Hause fliegen. Right in front of me on the airplane were 2 ladies from NOW, the National Organization for Wild Women. Und direkt vor mir saßen 2 Frauen von der Nationalen Organisation für wilde Frauen. They were going to march around town with their signs in favor of abortion. Und die laufen durch die Stadt rum mit ihren Schildern und propagieren die Abtreibung. When we got off the plane, I saw on their shirt it had in huge, large letters, "Choice above all." Und als ich aus dem Flugzeug ausstieg, da sah ich auf ihrem T-Shirt diese Aufschrift, Freiheit über alles, Freiheit der Wahl über alles. There are those in our country who would like to extend abortion rights up until the baby is 28 days old. Und es gibt Befürworter dafür, Babys zu töten, sogar wenn sie älter als 28 Tage sind. You have 1 month after it's born to decide if you want to keep it. Can you repeat that? You have 1 month after it's born to decide if you want to keep it. That's what you have, a month after the baby's born to decide if you want to keep it. Okay, du hast einen Monat mehr, dich zu entscheiden, ob du es töten willst. Hier, lasst Abtreibung legal werden. I don't know if the names would translate, but the media always ignores the wishes of the majority. Die Medien ignorieren die Wünsche der Mehrheit. You could have 1,000 people line your streets against abortion, and it would not make the news. Du kannst Tausende von Leuten haben, die gegen Abtreibung sind, aber es kommt nicht in die Nachrichten. That's why I refuse to take the paper. So, das ist der Grund, warum ich keine Zeitung habe. I don't want to support their liberal cause. Ich möchte nicht ihre liberalen Sachen unterstützen. Let's see, we could spend all day on this one. Let's see. Here's the logic they use to justify abortion. Und hier sind die Gründe, um Abtreibung zu rechtfertigen. They'll say it's not human. Sie sagen, es ist kein Mensch. That's crazy. It was proven wrong in 1874. 1874 wurde das aber widerlegt. Das ist falsch. They'll say it can't live on its own. Sie sagen, ja, es ist nicht lebensfähig aus sich selbst heraus. They say it's not viable, is it? Ja. Yeah. Well, you're not viable either, stark naked on the North Pole. So, wenn man uns nackt am Nordpol aussetzt, sind wir auch nicht überlebensfähig.
I know kids that are 25 that still can't live on their own. They borrow money from dad. Ja, ich kenne Kinder, die sind mit 25 immer noch nicht erwachsen und brauchen Geld vom Vater. Should we shoot them too? Sollen wir sie erschießen? They'll say, the child may be unwanted. Es könnte sein, das Baby ist ein ungewolltes Kind. There are kids already born that are unwanted. So, es werden Kinder geboren, die ungewollt sind. My parents moved 4 times when I was growing up, Und meine Eltern sind seit meiner Geburt 4-mal umgezogen. but I found them every time. Aber ich habe sie immer wieder gefunden. They'll say the baby may be from rape or incest. Oder sie sagen, das Kind entstand durch eine Vergewaltigung. Well, then kill the rapist, not the baby. So, dann töte doch den Vergewaltiger und nicht das Baby. It is illegal to shoot deer at night with spotlights in almost every state. Is it illegal in Germany to shoot deer at night with spotlights? To go hunting? Ich weiß es nicht. Maybe. Ja. Yeah? Es ist nahezu in jedem Bundesstaat illegal, Hirsche nachts mit Suchscheinwerfern zu jagen. Man muss den Hirschen eine faire Chance geben. Yeah, have to give it a fair chance. Ja. Why don't you pass a law in Germany that says when a woman goes for an abortion, they will have a lottery to decide who dies. Wir sollten ein Gesetz haben in Deutschland, wenn eine Frau zur Abtreibungsklinik geht, dann sollte man eine Lottoziehung durchführen. One marble in the lottery will say baby, one for mother, one for father, one for doctor, and one for governor. Und eine Kugel in dieser Auswahl sollte also für das Baby sein, die andere für die Mutter, die andere für den Vater, die andere für den Arzt und die andere für den Gouverneur oder Landespräsidenten. And many for the last president, yeah. Und dann noch eine Kugel für den US-Präsidenten. Oder Let's give Bundeskanzler. the baby a chance. So, wir sollten dem Baby eine Chance geben. Now, if he's not alive, why is he growing? Wenn es nicht lebendig ist, warum wächst es dann? If it's not a human being, what kind of being is he? Ja, wenn es kein menschliches Wesen ist, was für ein Wesen ist es dann? She says, honk if you're pro-choice. It's easy for her to be pro-choice. She's already been born. Sie ist für Abtreibung und das ist natürlich sehr leicht für sie. Sie ist ja schon geboren. Everybody who ever voted for abortion has already been born. So, und jeder, der jemals für Abtreibung gestimmt hat, war schon geboren. They say abortion's legal. Ein anderer Grund ist, dass Abtreibung gesetzlich legal ist. That doesn't make it right. Aber deswegen ist es noch lange nicht richtig. In 1936, the German Supreme Court declared Jews are not persons. 1936 erklärte das deutsche oberste Gericht, dass Juden keine Personen sind. That was the Supreme Court decision that said it's okay to kill Jews. So, das war der oberste Gerichtshof, der sagte, dass es in Ordnung ist, Juden zu töten. You cannot understand what happened here in Germany unless you see how evolution theory tied in. Und du verstehst nicht, was hier in Deutschland passiert ist, bevor du merkst, wie Evolution oder welche Rolle Evolution in dieser Sache spielt. Hitler said the Germans were the superior race that deserved to rule the world. Und Hitler glaubte, die Deutschen seien die überlegene Rasse, die es verdiente, die Welt zu regieren. He said the Führer consistently sought to make the practice of Germany conform to the theory of evolution. Der deutsche Führer hat beständig danach getrachtet, die deutsche Praxis der Evolutionstheorie konform zu machen. Anyone who studies Hitler will understand this. Und jeder, der das Leben Hitlers studiert, wird das verstehen. Hitler said, if you want these criminals, I will send them to you on luxury ships. Hitler sagte, ich kann nur hoffen und erwarten, dass der Rest der Welt, der so große Sympathie für diese Kriminellen empfindet, letztendlich großzügig genug sein wird, diese Sympathie in praktische Hilfe umzumünzen. Wir unsererseits sind bereit, alle diese Kriminellen diesen Ländern zur Verfügung zu stellen, sogar auf Luxusschiffen. President Roosevelt refused to let them come to America. Und Präsident Roosevelt weigerte sich, diese Leute ins Land aufzunehmen. There was just as much racism in my country. Es gibt genauso viel Rassismus in meinem Land. In Hitler's book, you can see his evolutionary thinking. In Hitlers Buch kann man sein evolutionistisches Denken Just read sehen. that. Ja. Go ahead. I told it. The whole thing? Oh, okay. Hitler thought it was the duty of the strong to trample the weak. Hitler dachte, es sei die Pflicht des Starken, den Schwachen niederzutrampeln. He said, I have the right to exterminate an inferior race that breed like the vermin. Ich habe das Recht, sagte er, eine unterlegene Rasse auszulöschen, die sich wie das Ungeziefer vermehrt. He said, biological evolution is the best weapon against traditional religion.
Er sagte, der Gedanke der biologischen Evolution ist die überzeugendste Waffe gegen die traditionelle Religion. Hitler was against traditional religion. Hitler war ein Feind der traditionellen Religion. He said, no more than nature desires the mating of a stronger with weaker individuals, even less does she desire the blending of a higher with a lower race. He talked about mingling of Aryan blood with lower peoples. So wie die Natur das Paaren der Schwächeren mit den stärkeren Individuen nicht wünscht, genauso wenig wünscht sie das Mischen einer höheren mit einer niedrigeren Rasse. Historische Erfahrung bietet zahllose Beweise davon. Sie zeigt mit erschreckender Klarheit, dass das Resultat mit jedem Mischen arischen Blutes mit dem von niedrigen Völkern das Ende des zivilisierten Volkes war. Who is the Aryan race? Ja, wer ist diese arische Rasse? Hitler thought the blonde-haired, blue-eyed Norwegian were close to pure Aryan. Hitler dachte, dass die nordischen, blonden, blauäugigen der arischen Rasse sehr nahe kommen. Ja, blonde-haired, blue-eyed Norwegian, voor de store til i dag. Ja. Er ist Norweger, blond und blauäugig. He thought the Germans were mostly Aryan. Er dachte, die Deutschen sind hauptsächlich arisch. The Mediterranean, slightly Aryan. Die Leute am Mittelmeer sind etwas arisch. The Slavic races, half Aryan, half ape. Und die slawischen Völker seien fast halb Arier und halb Affe. Oriental, mostly ape. Und die Orientalen seien fast überwiegend Affe. Black Africans, mostly ape. Die Schwarzafrikaner seien überwiegend ein Affe. Jews, close to pure ape. Und die Juden seien ein reiner Affe. That's the list Hitler was going off of. Und das war die Liste von Hitler, nach der er sich richtete. Hitler killed the Jews to try to speed up the evolution process. Und Hitler brachte die Juden um den evolutionären Prozess zu beschleunigen. He thought he was eliminating the inferiors. Und er dachte, er würde so die Schwächeren ausrotten. If he would have killed all the Jews, guess who would have been next? Und wenn er es geschafft hätte, alle Juden auszurotten, was meinst du, wäre wohl der Nächste gewesen? Hitler hated black people. Hitler hasste die schwarzen Leute. Does anybody know where the Olympics were held in 1936? Weiß jemand, wo die Olympischen Spiele 1936 stattfanden? Right here in Germany. Ja, genau hier in Berlin. Does anybody know who won the most gold medals? Und weiß jemand, wer die meisten Goldmedaillen gewann? Jesse Owens, the black American athlete. Jesse Owens, der schwarze amerikanische Athlet. Hitler was so angry he walked out of the stadium. Hitler war so geärgert, dass er das Stadion verließ. He said, it's not fair to make my men race against this animal. Und es ist nicht fair, meine weißen Leute gegen dieses Tier rennen zu lassen. That's why he hated Christianity. Und das ist auch der Grund, warum er das Christentum hasste. He thought Christianity was the most fatal, seductive lie that ever existed. Ja, er betrachtete das Christentum als die fatalste, verführerischste Lüge, die je existiert hat. Because Christianity teaches all God hath made of one blood all nations of men to dwell on the earth. Denn die Bibel sagt, er hat aus einem Blut alle Nationen der Menschen gemacht. And if you think you are superior because of the color of your skin, you are wrong. Und wenn du denkst, dass du überlegen bist wegen deiner Hautfarbe, dann liegst du falsch. At the Nuremberg trial, the people said, we did nothing illegal, we were just obeying orders. Bei den Nürnberger Prozessen sagten die Leute von Hitler, dass sie nur Befehle befolgten und nichts Illegales taten. But they were still found guilty, weren't they? Aber sie wurden trotzdem schuldig gesprochen. There is a higher law than Germany's law. Es gibt ein höheres Gesetz als das deutsche Gesetz. It's God's law. Es ist Gottes Gesetz. My Supreme Court in 1973 said the word person does not include the unborn. Und das oberste Gericht in Amerika sagte, das Wort Person, wie es im 14. Artikel gebraucht wird, enthält nicht die Ungeborenen. That is the decision that has allowed abortions in America. Und das ist die Entscheidung, die die Abtreibung legalisiert hat. Only 25,000 died in the American Revolution. Im amerikanischen Bürgerkrieg starben in der Revolution starben 25.000 Leute. During World War II, 400,000 Americans died. Im Zweiten Weltkrieg starben 407.000 Amerikaner. We've now had 40 million die by abortion. Aber jetzt sterben 40 Millionen Leute in den USA durch Abtreibung. 1,000 million worldwide have Fast been killed. 1 Million Menschen weltweit sterben durch Abtreibung. In War 1 Milliarde, ja? Habe ich 1 Million gesagt?
Okay, gut, jemand hat aufgepasst. September 11th, 2001, 3,000 Americans were killed by terrorists. Am 11. September 2001 wurden ca. 3000 Amerikaner von Terroristen getötet. We have spent millions of dollars trying to hunt them down and kill them. Und wir haben Milliarden von Dollar ausgegeben, um diese Terroristen zu jagen und zu töten. But something else happened on September 11th you never hear about. Aber es geschah noch etwas anderes, von dem du nichts gehört hast. That very same day, Am selben Tag 4,500 Americans were killed by abortionists. Am selben Tag wurden ungefähr 4.500 Amerikaner durch Abtreibung getötet. Nobody said a word. Aber niemand hat ein Wort gesagt. We could spend a long time talking about this topic. Aber wir können noch viel Zeit mit diesem Thema verbringen. We'd better cover this. Margaret Sanger started a group called Planned Parenthood. Margaret Sanger gründete eine Gruppe, die Gruppe der geplanten Elternschaft. She wanted to eliminate the inferior races. Sie wollte die unterlegenen Rassen ausrotten. She thought the blacks, the Jews, and other nationalities were inferior. Sie dachte, dass Leute wie die Orientalen, die Juden und die Schwarzen unterentwickelt seien, minderwertig. She called them human weeds. Is that? Ja, sie nannte sie menschliches Unkraut. Articles for her magazine in America were written by Nazi doctors. Und die Artikel für ihre Sache wurden von Nazi-Ärzten in Zeitschriften geschrieben. Hitler referred to the Jews as a parasite in the body of nations. The abortionists referred to the unborn baby as a parasite in the woman's body. Hitler nannte die Juden ein Parasit im Körper anderer Nationen und die Abtreibungsbefürworter nennen die Babys einen Parasit im Körper der Frau. This is an interesting subject, but we don't have time today. Es ist ein sehr interessantes Thema, aber wir haben nicht genug Zeit heute. The textbooks will tell you that your appendix is vestigial. You don't need it anymore. Okay, die Schulbücher sagen, dass dein Blinddarm ein unnützes Organ sei, das du nicht mehr brauchst. This is a lie. You do need your appendix. Aber das ist eine Lüge. Du brauchst deinen Blinddarm-Appendix. Ja. The appendix is part of your immune system. Der Blinddarm ist ein Organ für dein Immunsystem. If you take it out, you can still live. Wenn man das wegnimmt, kannst du immer noch leben. But you have a much better chance of getting quite a few diseases. Aber du hast eine bessere Chance, Krankheiten zu kriegen. Just because you can live without something does not mean you don't need it. Nur weil du ohne etwas leben kannst, heißt es nicht, dass du es nicht brauchst. You can live without both your legs and both your arms and both your eyes. Du kannst ohne deine beiden Beine, deine beiden Arme, ohne deine beiden Augen leben. It doesn't mean you don't need them. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht brauchst. They say the whale has a vestigial pelvis. Und man behauptet, der Wal enthält ein verkümmertes Becken. This is silly. Aber das ist Unsinn. Dumm. These people teach that the cow evolved to the whale. Und diese Leute hier lehren, dass sich die Kuh zum Wal entwickelt hat. Only have to make a few changes. Man muss nur ein paar Veränderungen machen. This one says whales have a vestigial pelvis and leg bone that serve no purpose. Sie sagen, Wale haben rudimentäre oder unnütze Becken und Beinknochen, die keine Aufgabe erfüllen. It says they have hind limb bones that have no function. Sie haben Hinterbeinknochen, die keine Funktion mehr haben. Just imagine whales walking around. It's true. Stell dir vor, Wale würden herumlaufen, es ist wahr. These are the bones they're talking about right there. Das sind die Knochen, um die es hier geht. Just imagine the whale walking around. Stell dir mal vor, so ein Wal müsste rumlaufen. These bones are found in nearly all large whales. Diese Knochen werden in fast allen Walen gefunden. This is not a vestigial pelvis. Es ist kein unnützes Becken. But the textbooks teach it's a vestigial pelvis. Aber die Lehrbücher sagen, es ist ein Becken ohne Funktion. It says the whale's pelvis is evidence of its evolution from four-legged land-dwelling mammals. Und diese Beckenknochen sind der Beweis für die Evolution von einem vierfüßigen Tier. This is a lie. Das ist eine Lüge. Those bones are special bones that muscles attach to. Diese Knochen sind ganz besondere Knochen, an denen bestimmte Muskeln befestigt sind. And without those bones and those muscles, the whales cannot reproduce. Und ohne diese Knochen und Muskeln können sich die Wale nicht fortpflanzen. This has nothing to do with walking on land. Das hat nichts mit dem Laufen auf dem Land zu tun. It has to do with getting baby whales.
Es hat etwas mit Babywahl bekommen zu tun. There are no vestigial organs, and if there were, that would be the opposite of evolution. Es gibt keine verkümmerten Organe und wenn das so wäre, dann wäre das ja das Gegenteil von Evolution. That would be losing something, not gaining it. So, das wäre ja, man würde ja etwas verlieren und nicht etwas Neues bekommen. I have a 5-meter snake skin in my museum. Ich habe eine 5 Meter lange Schlangenhaut in meinem Museum It has claws at the south end of the snake. und am Ende der Haut hat sie Krallen. Very tiny claws attached to a small bone. Hier sehr, sehr kleine Krallen, die mit einem Knochen verbunden sind. The textbook says this is reduced hind legs, rudimentary hind legs. Und die Schulbücher sagen, das ist ein verkleinertes Hinterbein. This is silly. Aber das ist dumm. Those are not reduced hind legs. Das sind keine verkümmerten Hinterbeine. The claws are used in mating. Diese Klauen werden von der Schlange gebraucht, The snake does not have any arms. wenn sie sich fortpflanzt. He cannot talk. Sie hat keine Arme, sie kann nicht sprechen He cannot say, scoot over, please. und sie kann nicht sagen, rück mal näher. This has nothing to do with walking on land. Es hat überhaupt nichts mit Fortbewegen auf dem Land zu It tun, has to do with getting baby snakes. sondern es hat etwas damit zu tun, Babyschlangen zu zeugen. So the people that are writing this are ignorant about snake anatomy, So, die Leute, die so etwas schreiben, kennen sich nicht aus mit der Anatomie der Schlangen. or they're lying to your kids. Oder sie lügen eure Kinder an. That page should be torn out of the book. Diese Seite sollte aus dem Buch herausgerissen werden. This textbook says humans have a tailbone that is of no apparent use. Dieses Buch sagt, die Menschen haben einen Schwanzknochen am Ende der Wirbelsäule, der keinen augenscheinlichen Zweck erfüllt. I was in a debate with an atheist one time. Ich habe einmal eine Debatte mit einem Atheisten geführt. He said, I have proof for evolution. Ich habe Beweise für Evolution. Humans have a tailbone they do not need. Die Menschen haben einen Schwanzknochen, den sie nicht mehr brauchen. I said, Mr. Patterson, I taught biology and anatomy. Und ich habe gesagt, also Mr. Patterson, ich habe Anatomie und Biologie gelehrt. I know there are 9 small muscles that attach to the tailbone. Und ich weiß, dass es 9 kleine Muskeln gibt, die an diesem Schwanzknochen befestigt sind. Without this, there are some important things you cannot do. Und ohne diese Muskeln und Knochen gibt es einige wichtige Dinge, die du nicht mehr machen kannst. I won't tell you what they are. Aber ich möchte dir nicht sagen, was es ist. But trust me, you need those tailbones. Aber glaub mir, du brauchst diese Schwanzknochen. I said, if you think the tailbone is vestigial, Und wenn du denkst, dass diese Schwanzknochen unnütz sind, I will pay to have yours removed. dann werde ich die Operation bezahlen, damit sie dir entfernt werden. He did not volunteer. Aber er wollte das Angebot nicht annehmen. This one says the tailbone, the coccyx, is a small bone at the end of the human vertebral column. It has no present function and is thought to be the remainder of bones that once occupied the long tail of a tree-living ancestor. Okay, man sagt hier, dieser Cox oder Steiß ist ein kleiner Knochen am Ende der menschlichen Wirbelsäule. Er hat keine gegenwärtige Funktion und man denkt, er sei das Überbleibsel von Knochen, die einst den langen Schwanz eines auf Bäumen lebenden Ahnen trugen. This is a lie. Das ist eine Lüge. A tailbone would be very handy. Ein Schwanzknochen wäre wirklich wäre A wunderbar. tail would be very handy, yeah. Ein Schwanz wäre echt super. If you had 2 sacks of groceries, you could still open the door. Ja, wenn deine Hände mit Einkaufstüten voll sind, dann wäre das wunderbar, um eine Türe zu öffnen. You could drive down the highway and hold the can of Coke and tune the radio. Ja, du kannst auf der Straße fahren und gleichzeitig die Cola halten und das Radio einschalten. The tailbone is not vestigial. So, das Steißbein ist kein unnützer Knochen. Everything used to support the evolution theory is a lie. Alle Beweise, die die Evolutionstheorie unterstützen, sind Lügen. Take these pages out of the book. Reiß diese Seiten aus dem Buch. We offer $250,000 for anyone with any real evidence for evolution. Wir bieten jedem, der einen wirklich wissenschaftlichen Beweis für Evolution liefern kann, 250.000 US-Dollar an. If there is evidence, I would like to see it. Wenn es Beweise gibt, würde ich sie gerne sehen. I just hate to see them lie to our students. Aber ich hasse es, wenn sie die Studenten und Schüler anlügen. Your books in Germany are no different. Und die Bücher hier in eurem Land sind genau gleich. You have lies in your textbooks. Ihr habt Lügen in euren Schulbüchern. Some of you need to stop worrying about who wins the soccer game Jemand sollte aufhören, sich Sorgen zu machen, wer das nächste Fußballspiel gewinnt. and start worrying about what your kids are being taught. Und sollte sich Sorgen machen über das, was den Kindern beigebracht wird. Arthur Keith said, evolution is unproved and unprovable. We believe it because the only alternative is special creation, and that is unthinkable.
Sir Arthur Keith sagte, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben es nur, weil die einzige Alternative spezielle Schöpfung ist und das ist undenkbar. They just don't want to believe in creation. Er will einfach nicht an Schöpfung glauben. Satan is a liar. Satan ist ein Lügner He is using these lies to draw people away from the truth, und er benutzt diese Lügen, um die Leute von der Wahrheit wegzulocken and many millions go to hell. und viele Millionen gehen in die Hölle. They don't even investigate the truth. Sie untersuchen nicht einmal die Wahrheit. They have swallowed Satan's lie. Sie haben Satans Lüge geschluckt. The Bible says God is not a man that he should lie. Gott ist kein Mensch, dass er lüge. The Bible says God cannot lie. Und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. He promised, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Und er verspricht jedem, der den Namen des Herrn anrufen wird, dass er gerettet werden soll. Have you done that? Hast du das schon getan? He's willing to save you, Er möchte dich retten, not based on what you have done, nicht auf Basis dessen, was du schon getan hast, based on what Jesus did. sondern auf Basis dessen, was Jesus getan hat. And if you are not sure you're saved, we would be glad to show you more about this. Und wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, wir würden dir gerne mehr davon zeigen. After the break, we will cover some more lies in the textbooks. Und nach der Pause werden wir uns weiteren Lügen in den Lehrbüchern zuwenden. And welcome to our third session in Lies in the Textbooks. Herzlich willkommen bei unserer vierten Lektion, weitere Lügen